Hallo liebe Freunde, es gibt ein neues Projekt. Ich möchte in der Achterkabine einen der beiden Spiegel durch eine Spiegelheizung ersetzen, um in der Übergangszeit Oktober, April in der Nacht ein bisschen Wärme zu erzeugen, sodass es nicht ganz so kalt wird. Es wird ja hier doch deutlich unter 10 Grad dann in der Nacht und dann ist es mir in der Achterkabine beim Schlafen einfach zu kalt. Wir haben das schon mal getestet mit einer anderen Infrarotheizung, die dann aber im Weg stand. Und so mit dem Tausch des Spiegels erhoffe ich mir auch eine optisch gute Lösung zu schaffen und trotzdem eine Heizung zu haben, sodass das Teil nicht stört. Wir werden jetzt gleich versuchen, den alten Spiegel abzubauen und dann die neue Spiegelheizung an der Stelle einzubauen. Die Spiegelheizung ist 60 x 60 und hat 400 Watt, ist also etwas größer wie der Spiegel, aber passt optisch noch dort rein, sodass das alles kein Problem sein sollte. Ziel für heute ist es, den Spiegel abzubauen, um zu sehen, was wir dahinter finden und wie ich den neuen Spiegel festmachen kann. Ich habe im Facebook-Forum bei Brom nachgefragt und da wurde mir berichtet, dass die Kappen nur aufgesetzt sind. Ja, das ist noch eine Kappe, die noch nicht abgemacht ist. Und hier habe ich mal eine Kappe abgemacht und wir sehen dahinter tatsächlich eine Schraube, so dass ich alle 4 Kappen jetzt abmache und dann entsprechend den Spiegel abschrauben kann. Zum Glück sitzen die alle etwas schief, so dass ich mit dem Schraubenzieher drunter komme. Da sitzt noch der Stopfen drin, aber mit dem kleinen Schraubenzieher geht das problemlos. Der Spiegel ist abgeschraubt. Siehe da, da ist ein Brett dahinter. Jetzt überlege ich, ob ich das Brett noch abschraube und die Spiegelheizung dann aufsetze oder ob ich das Brett als Unterlage lasse. Der Spiegel ist 51 x 55 und die Spiegelheizung ist 60 x 60, aber das sollte noch zwischen Türen und Fenster passen. Es ist zwar knapp, größer hätte das nicht mehr sein dürfen, aber es passt. Der Einbau wird erleichtert durch eine Bohrschablone, sodass es relativ einfach ist, das zu montieren. Die Schablone hat die Größe des Spiegels. Die Bohrschablone ist jetzt fixiert und jetzt kann ich gleich mal die Löcher bohren und die Schrauben ansetzen sauber. So, die Halterung ist jetzt dran und jetzt hängen wir nur noch den Spiegel ein. Der Spiegel hängt und ja, passt eigentlich auch ganz gut rein. Ich habe nach unten Platz, oben stört er auch nicht weiter, sodass wir jetzt schauen, wie das mit der Heizfunktion ist. Da man die Spiegelheizung nicht ohne Thermostat betreiben darf, habe ich mir ein Steckerthermostat gekauft mit externem Thermometer, sodass ich damit die Spiegelheizung steuern kann. So, die Spiegelheizung ist montiert und funktioniert auch. Und spannend bleibt noch, ob sie genau ihren Zweck erfüllt, ob die Wattzahl entsprechend ausreichend ist. Sollte sich das bewähren, dann werde ich auch noch für das Kabel eine entsprechende Lösung finden, damit das hinter der Verkleidung verschwindet. Eventuell ist ein zusätzlicher Ein- und Ausschalter das Richtige.